Immerhin ist mir heute was klar geworden. Ich will auf jeden Fall ein Kind. Vielleicht wird das ja doch noch was aus unserem 2-Mann- und ein Babytraum. Auf dich hat mein Charme jetzt nicht besonders gewirkt. Doch, das hat er. Jetzt wäre ich nicht mit dir ins Bett gegangen. Immer wenn ich an dich denken werde, dann wird es ein ganz warmes, liebevolles Gefühl sein. Ich werde dich furchtbar vermissen. Aber trotzdem, ich wünsche dir und Matthias einen ganz, ganz tollen Neustart. Ich wollte dich nie verletzen, aber ich liebe Matthias. Ich weiß, ich weiß. Ihr werdet heiraten, zieht nach Neuseeland und erlebt ihr dann glücklich bis an das Ende eurer Tage. Und du, was wirst du machen? Zunächst mal wäre ich dir ziemlich dankbar, wenn du mich aus den Hochzeitsplänen von Matthias raushalten würdest. Er will dich damit überraschen, dass ich bei eurer Hochzeit die Fürbitten lese. Oh Gott. Ja, natürlich, ich lasse mir was einfallen. Hast du das gehört? Die Tür stand offen. Bin ich froh, dass dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat. Oh Mann, ich bin so... Sorry. Ich bin zu blöd zum Laufen und dir tut's leid. Naja, meinetwegen haben wir uns doch hier erst total verfranst. Warte mal, da hinten hatte ich so ein klein bisschen Empfang. Mann, wenn dein Fuß gebrochen ist. Andi, wir sind hier ganz alleine. Und da gibt's bestimmt wilde Tiere, also Grizzlybären mindestens. Ich muss dir aber erst noch was sagen. Hey, was macht ihr denn hier? Eine Wanderung und du? Pilze sammeln? Ich habe einen Termin mit der Forstverwaltung. Wir müssen den Baumbestand zählen wegen unserer neuen Firma. Hier. Ist was passiert? Ich bin umgeknickt. Mein Wagen steht gleich um die Ecke. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch nach Königsbrunn zurückfahren. Was ist denn mit deinem Termin? Der kann warten. Du kannst doch den Forstverwalter nicht einfach versetzen. Ja, genau. Willst du ihn nicht lieber anrufen? Nachher kriegst du noch Stress mit ihm und üble Nachrede könnt ihr Landsteins nicht gebrauchen. Lass das mal meine Sorge sein. Komm, das sollte sich ein Fachmann ansehen. Er hat leider recht. Bringst du das an Tisch 3? Ich mache hier Tisch 7. Oder hier, pass auf. Tobi ist mit seinem Leben, seinem Job und seiner Familie glücklich, bis er eines Tages Gefühle für seinen Arbeitskollegen entwickelt. Homogen erzählt glaubhaft die Geschichte eines Heterosexuellen, der sich auf die verspätete Suche nach seiner wahren Sexualität macht. Klingt wie eine Soap. Das ist doch totaler Quatsch. Wenn man in dem Alter hetero ist, dann bleibt man auch hetero. Naja, die hat mich auch erst bekehrt, oder? Und außerdem, man verliebt sich ja in den Menschen, egal ob männlich oder weiblich. Hübsche Theorie. Aber die Praxis sieht doch weniger idealistisch aus. Also mich muss erst das Äußere ansprechen. Das männliche Äußere. Sabel? Ja, genau, das ist richtig. Du wolltest doch unbedingt ins Kino. Also den schaue ich mir jedenfalls nicht an. Das ist echt komisch. Kino können wir vergessen, wir haben heute Abend schon andere Pläne. Was denn, hat neuer Club aufgemacht? Das war das Jugendamt. Wenn wir wollen, können wir heute noch ein Kind übernehmen. Wir müssen nur Ja sagen. Das ist doch keine Frage, oder? Ist es noch weit? Noch ein kleines Stückchen. Ihr solltet hier wirklich nicht ohne Karte wandern. Wir haben eine Karte. Nico hat den Weg sogar eingezeichnet. Und wenn man die Karte jetzt auch noch lesen könnte. Zum Glück hast du uns ja gefunden. Zufälle gibt's.
Helena, würdest du Anni bitte erklären, dass ich hier aus beruflichen Gründen öfters unterwegs bin? Ja. Hey, das war eine wunderschöne Idee. Aber wir haben den Überblick verloren. Es sind doch echt so viele Bäume hier. Unsere Ländereien sind zwar im Vergleich zu einer Weltreise nur halb so spannend, aber ich schätze besser als nichts, oder? Hat nur unser Ausflug mit der Weltreise zu tun. Sie weiß es doch gar nicht. Andi, wovon redet der? Naja, ich wollte dir das die ganze Zeit schon sagen. Ich bin pleite. Wir müssen unsere Reise leider verschieben. Sie ist jetzt 1 Jahr alt. Ihre Eltern sind aus Kamerun und illegal nach Deutschland gekommen. Und was ist dann passiert? Das weiß ich nicht. Nur, dass ihr Vater im Gefängnis ist. Und was ist mit ihrer Mutter? Die ist offensichtlich gestorben. So jung und so viel durchgemacht. Und weißt du, wie sie heißt? Lilly. Und wenn ihr mich fragt, hat Lilly die besten Eltern verdient. Man kann nur hoffen, dass sie noch nicht so viel davon mitbekommen hat. Sie braucht jetzt echt viel Liebe und Geborgenheit. Heißt das ja? Wir werden Papa. Du kaufst das Kinderbett, ja? Ich kümmere mich um den Rest. Wenn die vom Jugendamt kommen, da muss alles picobello sein. Oh. Du hast mit Papas Geld spekuliert. Du hast dich doch so auf die Weltreise gefreut. Aber nicht zu dem Preis, dass du bei Papa Schulden hast. Hab ich ja nicht. Ich hab mir das Geld von Nico geliehen. Was? Nico weiß auch Bescheid. Und wann wolltest du mit mir darüber reden, wenn ich mein Bikini für Bora Bora packe oder was? Ich wollte dir das doch in Ruhe erzählen. Aber hier, während der Wanderung. Und wäre Tristan nicht aufgetaucht, dann hätte ich dir das auch in Ruhe erklärt. Ach, jetzt bin ich an der Lügen schuld. Wenn du Helena nicht vertraust, dann ist das dein Problem. Hör nicht auf ihn. Der hat die ganze Aktion doch wieder nur geplant, damit... Du wolltest dich mit mir treffen und Andi zuvorkommen und ihn bloßstellen. Versuchst du immer noch, uns auseinanderzubringen. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Ich finde trotzdem, ihr hättet euch das noch mal in Ruhe überlegen müssen. Noch mal eine Nacht drüber schlafen, oder? Ja, natürlich hätten wir das. Kind, heute Abend schon. Und was ist, wenn wir uns an sie gewöhnen? Wenn wir Lilly wie unser eigenes Kind betrachten? Und dann kommt das Jugendamt und sagt, dass ihr Vater wieder frei ist und sie mit nach Kamerun nimmt. Ja, ich hatte eigentlich vom Bett gesprochen. So, und hier bitte äußerste Vorsicht. Ja, dieser Bordeaux verträgt keinerlei Erschütterung. Ach nein, Olli, jetzt kommst ausgerechnet du daher. Oh, das war jetzt aber kein... Chateau Petrus. Und bringen Sie ihn rein, ich schaue dann, ob er noch in den Ausschank kann. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung dafür, dass du meinen besten Wein in Essig verwandelst. Christian und ich bekommen ein Baby. Warum ich ihm nichts gesagt habe? Hast du Ollis Gesicht gesehen? Wenn er so glücklich ist, dann setzt bei mir alles aus. Erst hatten wir kaum eine Chance auf eine Adoption. Dann diese Sache mit Sabine und Claudia, die ein Kind als einen Vertragsgegenstand sehen.
Es war alles so kompliziert. Und jetzt ist alles so einfach. Scheinbar. Mann, Rebecca, auch wenn wir Lilly zur Vollpflege haben, das Jugendamt kann uns Lilly jeden Tag wegnehmen. Olli kapiert es einfach nicht. Reine Baumwolle, die kann Lilly knuddeln und im Mund nehmen und lieb haben. Und Windeln für die Nacht besonders dicht. Windeln für den Tag besonders elastisch zum Krabbeln. Guck mal hier, bitte. Dieser Strampler, ist der nicht der Hammer? Ach, Olli, du liebst die Kleine ja schon jetzt. Charlie, wir werden Eltern. Schon heute, kannst du dir das vorstellen? Ach, Papa, Olli, darf ich mitkommen? Was ist mit deinem Essig? Ach, der ist doch nicht wichtig. Na dann. Hier, wenn du mir nicht glaubst, dann fahr zu meinem Therapeuten und frag ihn. Ich habe Fortschritte gemacht, ich bin fast geheilt. Wenn ich euch immer noch auseinanderbringen wollte, dann hätte ich eigentlich sterben lassen können. Helena, bitte glaub mir. Ich habe wirklich kein Problem mehr damit, dass ihr zusammen seid. Was war denn dann mit der Zeitung? Du hast den Wirtschaftsteil doch extra liegen lassen, damit ich in deine angekreuzten Aktien investiere. Du hast dich von Tristan beraten lassen? Leider nicht. Sonst wärst du jetzt mit Helena längst im Daitokuchi-Tempel. Das ist in Japan. Diese Insel. Direkt neben China. Schieb dir den Tempel doch sonst wohin. Mir machst du nichts mehr vor. Du hattest Helena nie die Wahrheit gesagt. Und sie verdient die Wahrheit. Ich habe auch eine Wahrheit für dich. Helena ist erwachsen. Sie weiß selbst, was sie will. Und vor allem wen. Und du bist der Hauptgewinn? Fragen wir sie doch selbst. Helena! Helena! Hey! Matthias, ist was mit Christina? Also, wenn du mir nicht sagst, ich rufe Natalie an. Nein, nein, lass. Sie hat ein Date mit ihrer Affäre. Nein, mit ihrer Ex-Affäre. Sie haben schon wieder Schluss gemacht, weil Natalie mich so sehr liebt. Ja, sie liebt mich so sehr, dass sie mich hinter meinem Rücken betrügt und die ganze Sache vor unserer Hochzeit wieder beendet. Kompliment. Perfektes Timing. Wovon redest du? Konstantin von Lahnstein. Konstantin und Natalie. Das ist ja vielleicht. Ach ja? Ja, ich bitte dich. Sie will dich heiraten. Sie will mit dir nach Neuseeland. Die Entscheidung wegzuziehen. Sie wollte weg von Konstantin. Ach, das ist doch absurd. Arno, ich habe es gehört. Ja, dann sprich mit ihr. Gib ihr die Gelegenheit, diesen Unsinn aufzuklären. Ja. Die soll sie haben. Es tut mir leid, dass ich dir nichts gesagt habe. Aber Andi hat mich im Vertrauen um das Geld gebeten und ich konnte ihm doch nicht in den Rücken fallen. Ich mach dir ja gar keine Vorwürfe. Ne? Nein, ich kann verstehen, dass du Andi das Geld geliehen hast. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ich meine, Andi spekuliert an der Börse. Wie bescheuert kann man sein? Und dann holt er sich auch noch Tipps von Tristan. Ja, seine Talente liegen wirklich woanders. Wie konntet ihr euch eigentlich verlaufen? Ich habe den Weg doch genau markiert. Weil Andi genauso gut Karten liest, wie er spekuliert. Helena, du hast deinen beruflichen Traum in Kambodscha für Andi aufgegeben. Ist doch klar, dass er sich schuldig fühlt. Er hat spekuliert, um dich glücklich zu machen. Und die Wanderung durch den Wald, die sollte als Geständnis herhalten. Bist du noch nie übers Ziel hinausgeschossen? Aus Liebe? Hat Tristan ja mal wieder ganze Arbeit geleistet. Er versucht doch die ganze Zeit, dich und Andi auseinanderzubringen. Und irgendwie gelingt ihm das auch immer wieder. Ich will jedenfalls keine Lügen und Geheimnisse mehr. Und ich dachte, Andi weiß das. Das tut er auch. Er hat es aus Liebe getan. Helena, da gibt es wirklich schlimmere Gründe. Ja, jedenfalls haben die beiden jetzt genug Zeit, um sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Du hast die beiden im Wald zurückgelassen?
Und? Ist alles so gelaufen, wie du es dir in deinem kranken Hirn vorgestellt hast? Ach nein! Laut deinem Plan würde ich ja jetzt allein in diesem Wald sitzen. Und du würdest die zutiefst enttäuschte Helena nach Hause fahren und sie dort trösten. Dumm gelaufen, hä? Glaubst du wirklich, dass sie dir diesen Vertrauensbruch einfach so verzeihen wird? Sie liebt mich. Ja, fragt sich nur, wie lange noch? Gegen die hat sie ihre berufliche Karriere aufs Spiel gesetzt. Was soll sie noch alles opfern, um mit dir zusammen zu sein, hä? Sie hat dir Mitleid mit dir, weil du nicht mehr laufen konntest. Aber sie wird schon noch erkennen, was du für ein Loser bist. Vielleicht ist Helena ja wirklich so tief enttäuscht und will nichts mehr von mir wissen. Aber das ändert nichts für dich, glaube ich. Oder meinst du, ihr werdet irgendwann heiraten und Kinder kriegen? Du bist immer noch der arme Irre. Und Helena will nichts von dir wissen. Nie mehr. Aber das weißt du, glaube ich. Haust du jeden Typen gleich um, der sich in deine Schwester verliebt? Wenn's sein muss. Wow. Wenn ich was zusammenbaue, sind immer mindestens 2 Schrauben übrig. Was hättest du in deinem Leben schon mal irgendwas selber zusammenbauen müssen? Es tut mir leid. Hey, wenn du dich bei der ganzen Geschichte nicht wohlfühlst, dann musst du mit Olli reden. Das kann ich aber nicht. Wenn die Kleine erst mal da ist, dann ist es zu spät. Er freut sich aber so über das Kind. Außerdem, vielleicht ist es ja halb so schlimm. Olli weiß doch selber, dass wir das Kind vielleicht wieder hergeben müssen. Und wenn er sagt, wir packen das, dann packen wir das auch. Du meinst? Hallo? Ich habe gehört, dass ihr heute noch ein Kind einzieht. Und ich soll darauf achten, dass die jungen Väter nicht von Anfang an alles vermasseln. Hey, das ist jetzt schon zu groß für das Ding. Ihr habt das ja schon aufgebaut. Ups. Dieses Ding hat auch einen Namen, Gabriele. Und Gabriele ist mein Begrüßungsgeschenk für Lili. Charlie wollte unbedingt dabei sein, wenn Lilly kommt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Haltst du mal. Guck mal, wir haben nämlich ganz viel besorgt. Windeln, extra in 2 Größen. Wir wissen ja noch nicht, wie groß Lilly ist. Können wir im Notfall dann auch später noch benutzen. Und der hier ist wahrscheinlich noch viel zu groß, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Außerdem wachsen Babys ja total schnell. Und hier Malstifte, Knete. Eine Rentenversicherung für Lili abgeschlossen. Sagt die Frau, die ein Kuscheltier für 6. Lebensjahr gekauft hat. Ich hab echt gedacht, du würdest das ein bisschen realistisch sehen, aber das hier, das ist doch total bescheuert. Wir werden das Ganze abblasen, bevor es zu spät ist. Oh, Mist. Matthias, ich hab dich gar nicht kommen gehört. Das Kleid ist gekommen, ich hab's anprobiert. Es sieht toll aus. Echt, ich kann's kaum erwarten, dass du mich darin siehst. Ach, und ich hab mit Konstantin gesprochen. Du hast ihn wohl gebeten, die Fürbitten vorzulesen und ich soll dir ausrichten, dass er leider nicht kann. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich mehr freuen soll. Die Hochzeit oder Neuseeland. In den letzten Wochen hatte ich manchmal das Gefühl, dass wir so weit voneinander entfernt sind. Der Stress mit Lydia und Ansgar und Sebastian und Christina. Aber das lassen wir jetzt alles hinter uns und fangen noch mal ganz von vorne an. Ich liebe dich so sehr. Sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Siehst du angeschlagen aus? Ich bin ein bisschen gestresst. Okay, dann habe ich die perfekte Ablenkung für dich. Dein Lieblingsessen, einen neuen Bildband über Neuseeland und noch einiges mehr. Ach, guck
Aber die haben sich schon wieder getrennt. Du stellst mich als kompletten Idioten hin. Das tue ich nicht. Nur weil ich mich auf Lilly freue. Das ist doch das Problem. Ist es also ein Problem, dass ich mich auf das Kind freue, das heute bei uns einzieht? Nein, das Problem ist, dass du jetzt schon Vatergefühle hast. Du meinst also, wir sollen uns um Lilly kümmern, ihr zu füttern geben, mit ihr spielen, aber bloß keine Gefühle für sie entwickeln? Christian, ein Kind ist keine Pflanze, die man ab und zu nur mal gießen muss. Ich glaube, was Christian damit sagen will, ist, er hat Angst vor dem Moment, wenn euch Lilly wieder weggenommen wird. Weil ihr sie bereits in euer Herz geschlossen habt. Ja, und ich glaube, was Olli sagen will, ist, dass ihr dieses Risiko eingehen müsst. Um Lilly wenigstens bis zu dem Zeitpunkt die Liebe und Zuneigung zu geben, die sie verdient hat. Vielleicht kann Lilly nicht für immer bei uns bleiben, aber bis dahin können wir für sie da sein und jeden Tag mit ihr genießen. Olli. Wenn wir uns auf das Ganze einlassen und Lilly wird uns wieder weggenommen, ich weiß nicht, ob wir das packen. Oh, guten Tag, Herr... Bülke. Herr Bülke, kommen Sie doch bitte rein. Hallo, Herr Mann. Herr Sabel. Das hier ist die kleine Lilly. Na, tun dir die Knie weh? Wenn sie ganz kaputt sind, dann spürst du sie nicht mehr. Du bist ja komplett wahnsinnig. Ich bewahre Helena nur vor dem größten Fehler ihres Lebens. Wann raffst du endlich, dass Helena deine Schwester ist? Helena und ich gehören zusammen. Ich hasse dich. Helena hasst dich. Dann habe ich nichts mehr zu verlieren. Andi, verdammt, hilf mir!